Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1991er Opel Senator 3024V. Der Opel Senator, was ist das eigentlich für ein Auto? Man sieht ihn erschreckend selten. Das ist die Frage, die wir heute klären. Was kann er? Wie ist so das Design? Wir fahren mal eine Runde und finden heraus, ja, für wen ist so ein Senator eigentlich geeignet? Ein Auto, das so besonders ist aus der Sicht von Opel, dass man damals mit dem Auto eine Senator-Card bekommen hat. Das heißt, ich habe eine extra Karte bekommen, die mir Vergünstigungen bei Hotels und ähnliches mitbringt. Zahlungsfunktionen oder ähnliches hatte ich nicht. Ja, den Senator, das ist hier die B-Variante. Die gab es von 1987 bis 1993. Vorher gab es auch einen Senator A. Ja, und bereits 1981 hatte man die Entwicklung von diesem Auto angefangen und tatsächlich hatte man Ziele, die man auch heute noch ernst nehmen würde. Zum Beispiel Umweltfreundlichkeit war ganz wichtig. Ja, und deswegen ist bei dem Design auch der CW-Wert deutlich gesunken auf 0,30. Vorher war nur 0,39. Ja, und damals, Ende der 80er, war das ein wirklich besonderer Wert. Wirklich besonders war auch der Motor, den wir hier haben, denn wir haben hier den 24V, zu dem wir später kommen. Ja, aber wir fangen halt mal mit dem Design an von den rund 70.000 Senator B, die vom Band gelaufen sind. Und dabei fällt erst mal auf, das ist ein ziemlich eigenständiges Auto. Die technische Basis ist der Omega A, aber die größten Unterschiede haben wir direkt hier vorne. Wir haben hier den Grill. Manche sagen Waffeleisen dazu. Manche in der Fachpresse haben gesagt, ja, das ist das Eiswürfelfach. Könnte man wahrscheinlich auch gut zu einem umbauen. Ja, es ist natürlich der Wabengrill, die Opel-Modelle mit dem Sechszylinder kennzeichnen. Das heißt ja auch später zum Beispiel in B-Omega habe ich einen Sechszylinder gehabt, habe ich den Wabengrill, hatte ich keinen Sechszylinder, hatte ich keinen. Und das ist das markante Kennzeichen, was ihn auch von den Omegas abhebt. Genauso halt auch die Scheinwerfer. Das heißt, während beim A-Omega der Blinker hier mit in der Leuchte zu finden ist, rutscht der Blinker hier mit nach unten unter den Stoßleisten, die auch nochmal so eine schöne Chromspange haben. Mich persönlich erinnert das zum Beispiel an den Audi V8. Ja, der kam ein Jahr später auf den Markt, nämlich 1988 im Herbst, war 2 Zentimeter länger als dieses Auto und hat gewisse Ähnlichkeiten in der Optik. Und der Audi V8, ja, da sind sich alle einig, der ist Oberklasse. Ja, was ist denn eigentlich so ein Senator? Haben wir Oberklasse oder ist der wie ein Omega obere Mittelklasse? Und ich denke, das ist genau die Frage, wo sich das Ganze so ein bisschen scheidet. Wenn man von der Seite schaut, merkt man auf jeden Fall, ja, der Senator ist länger als ein Omega A, ganze 15 Zentimeter. Wir haben ja 4,85 Meter Auto. 1,76 breit, 1,45 hoch. Wie gesagt, 2 Zentimeter kürzer als ein Audi V8. Also da ist er in der Größenkategorie. Ja, aber ein 7er und eine S-Klasse waren noch länger und deutlich teurer. Und preislich ist er ja eigentlich eher mit einem 5er zu vergleichen gewesen. Ja, und auch in den ganzen damaligen Vergleichstests. Es ist ein großes Thema. Ja, und im Innenraum und Ähnlichem wird man noch mal sehen, wo man ihn einzuordnen hat. Schön für die damalige Zeit ja auf jeden Fall dieses Kreuzspeichen-Design bei den Felgen. Wie einige von euch wissen, ich fahre einen E32. Was hatte der für Felgen drauf? Ja, im Endeffekt die glitzegleichen, nur mit dem BMW-Logo. Sowas wollte man als Geschäftsführer der damaligen Zeit haben. Kreuzspeichenfelgen. Und typisch für Opel damals diese anliegenden Spiegel. Das hat man halt alles erst deutlich später geändert. Ich finde es schön, dass ich hier diese Leiste, die rund um meine Scheiben geht, wie dick sie ist. Das heißt, bei vielen Autos hat man so eine ganz schmale Chromlinie gezeichnet. Das ist hier schon deutlich massiver. Ja, und dann Unterschiede zum Omega. Richtig, wir haben hier einen runden Rathausausschnitt und das Ganze ist nicht einmal so in der waagerechten abgeschnitten. Das hat der Omega aus CW-Wertsgründen. Hier ist das Ganze halt ein bisschen eleganter geworden. Das war beim Senator dann nicht mehr so ganz so wichtig, den CW-Wert noch unbedingt zu drücken. Ja, und hier würde jetzt bei einem Gebrauchtwagen-Check auch schon der kritische Blick kommen, nämlich wie sieht denn eigentlich mein Radlauf aus? In dem Fall ist das Ganze bei dem Auto mal gemacht worden. Bei vielen anderen Senatoren, ja, ich habe Bleche, sie sind ineinander und was ist zwischen diesen Blechen? Wasser. Und dann hört die Freude rechtzeitig oder schon früh auf. Genauso auch, wenn man mal die Türen öffnet. Da blüht es gerne mal bei vielen Modellen und der Ersatz ist nicht unbedingt leicht zu finden. Ja, er teilt sich da aber das Schicksal von dem Kadett, den ich euch mal gezeigt habe. Eigentlich sollte man bei Rost überall mal geschaut haben. Egal, ob es das Längsträger sind, Querträger sind. Gefühlt muss man an allen Ecken und Enden schauen. Ja, bis auf das Dach. Das ist eigentlich eine ziemlich sichere Bank. Außer man hat einen von diesen Stretch-Versionen, die gebaut wurden, die nochmal 15 cm länger waren. Denn die haben anscheinend auch bei den Schweißstellen am Dach Probleme. Aber kommen wir zu den schönen Seiten des Lebens, nämlich dem Design. Und das, wenn man mal von hier hinten drauf schaut. Ja, da haben wir die Designsprache, die auch 2019, 2020 alle haben wollen, nämlich ein durchgehendes Leuchtband. Das hat hier mit diesem schwarzen Plastikstück unterbrochen. Und wir merken, ja, es ist definitiv ein 24V, denn hier unten habe ich diese eckigen Endrohre, die kennzeichnen das Auto einfach. Und um so ein bisschen diesen sportiven Gedanken auch hier oben fortzusetzen, hat man halt diesen Spoiler. Der läuft auch schön über das Auto hinweg.
an die Seiten. Und dadurch stößt er immer so ein bisschen auf das Auto auf. Gibt die eine oder andere unschöne Stelle da, aber da sieht man ja gerne mal drüber hinweg. Und das Ganze ist auch so ein bisschen abgedunkelt worden und auch typisch für die Zeit. Ich habe hier nochmal so schwarze Streifen. Das Ganze gilt als Fremdlicht geschützt, wenn man in die Opel-Preisliste schaut. Wird den meisten weniger auffallen, genauso wie diese Chromleiste, die hier ein bisschen untergeht. Er ist 15 cm länger als ein Omega A. Habe ich da noch deutlich mehr Platz. Das hier sind 530 Liter. Das sind 10 Liter mehr, als ich in einem Omega A habe. Ich sollte also völlig hinkommen. Die Besonderheit von einem Senator im Vergleich zu den anderen Oberklasse-Limousinen ist, ich kann meine Rückbank umklappen und kriege da wirklich einiges mit weg. Da würde ich mit meinem 7er quasi dumm aus der Wäsche gucken, zumal ich 30 Liter weniger Volumen habe, obwohl hier hinten sogar noch ein vollwertiges Ersatzrad links untergebracht ist. Das hier ist relativ einfacher Filz. Jetzt würde der eine oder andere denken, ja, aber in einem Oberklasse-Auto, da will ich doch mehr. Ja, und der große Punkt ist halt, das hier ist ein Senator und kein Senator CD. Denn im Senator CD, das ist die gehobene Ausstattungsvariante, hätte ich hier hinten das Ganze auch noch mit anderen Stoffen ausgekleidet. Ja, aber man ist ja auch selten im Kofferraum unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede im Innenraum an. Und wir haben halt hier ein stattliches Auto und nur 10 Liter mehr Kofferraumvolumen als in einem Omega. Das heißt, wo geht der Platz hin? Richtig, der Platz landet auch bei den Leuten, die hinten sitzen. Man kann sich ja auch mal chauffieren lassen. Und wirklich so der erste Moment ist tatsächlich einfach nur, wie ich hier einsinke in diesem Auto und wie weich das ist. Das würde man heute ja in keinem Auto mehr finden. Zum Teil auch aus Sicherheitsgründen. Und Sicherheit ist beim Senator ein wichtiges Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Aber erstmal das Platzgefühl. Und hier bin ich wirklich chancenlos, um irgendwie vorne an den Sitz zu kommen. Auch nach oben habe ich überhaupt keine Probleme. Und ja, zu zweit nebeneinander sollte hier überhaupt kein Problem sein. Ich sehe sogar, ich habe eine Sitzheizung hinten und ich habe eine extra Lüftung. Auf diese Klimafunktion im Senator war man sehr, sehr stolz, dass man 200 Liter Luft pro Minute in den Innenraum pumpen kann. Die Entlüftung läuft aber über den Kofferraum. Das heißt, mein Kofferraum ist im Endeffekt auch klimatisiert. Ich kann zusätzlich hier hinten auch noch meine Sonnenrollo mit hochziehen. Dann bin ich in dem Moment auch noch vor Sonne geschützt. Habe, wie gesagt, meine Klima von vorne, habe meine Sitzheizung. Hätte ich jetzt einen Senator CD, könnte ich auch noch meine hinteren Fenster elektrisch von oben nach unten fahren. In dem Moment läuft das Ganze hier halt manuell bedient. Ich finde es einfach schön, die Farben und die Materialien, die wir aber heute haben. In welchem Auto heute würde man noch diese beige Holzkombination finden und vor allem auch diese verschiedenen Filzstoffe aneinander. Die fühlen sich wirklich gut an. Im CD ist halt alles dann noch diese Ecke hochwertiger. Ich finde es vor allem schön, dass ich hier oben diese Schaftleiste noch so ein bisschen mit Chrom habe. Das ist halt zum Beispiel auch typisch für Mercedes und BMW. In den höchsten Modellreihen hat man hier genauso auch beim Senator und man hat halt diese große Fensterfläche. Ja, und wie gesagt, am Platz hier hinten scheitert es definitiv nicht. Wir haben ja aber ein 24V, deswegen ist der Platz an der Sonne nicht auf der Rückbank, sondern tatsächlich vorne am Lenkrad und deswegen gehen wir jetzt mal gemeinsam nach vorne. So, dann steigen wir mal in die Business Class von Opel ein. Was habe ich denn damals so bekommen? Ja, dass ich keinen CD hatte, merke ich gerade an 2 Stellen. Auf meinem Kotflügel fehlt das CD-Logo und meine Sitze sind längs gestreift, denn die vom CD sind quer gestreift, genauso auch wie die Ledersitze. Natürlich bekomme ich dennoch eine wunderschöne Metall-Einstiegsleiste und diese unglaublich weichen Sitze. Und wenn man bei der Tür mal anfängt, merken wir schon, ja, wir haben hier direkt die Lüftungsdüsen. Wir haben noch mal eine extra Düse, die immer auf die Scheibe gerichtet ist, einfach damit nichts beschlägt, nichts einfriert. Auch das ja Besonderheiten vom Senator und wir haben mal diese verschiedenen Materialien. Und was mir besonders ins Auge fällt, ist der extra Rückstrahler, der meinen rückwärtigen Verkehr warnen würde, wenn ich in das Auto einsteige. Der erinnert mich persönlich auch schon sehr an den B-Omega und ich persönlich finde ihn sehr schick, genauso halt auch wie diese Holz-Stoff-Kombination, vor allem in der Farbe. Wirklich ins Auge fallen tut mir aber halt hier dieser Schwung, den ich habe. Was ist das für ein Material? Das ist Kunstleder, fühlt sich weich an. Ich habe auch diese schöne vernähte Optik und das Ganze zieht sich hier in die Mittelkonsole noch deutlich weiter. Ich finde es sehr schick und es erinnert mich so ein bisschen auch an Jaguar-Modelle von früher. Die hatten auch oft so einen Schwung, die hatten auch halt oft Holzapplikationen und da habe ich schon viel von dem britischen Charme, den ich hier mitbekomme. Ja, und richtiger Anfangs 90er Charme haben natürlich genau diese Tasten. Die Bedienung ist sehr simpel, egal ob es jetzt hier meine Lüftung ist, die elektronisch gesteuert ist im Gegensatz zum Omega A.
oder auch meine Sitzheizung, mein Warnblinklicht oder hier oben auch eher, wie meine Lüftung eingestellt ist. Das Ganze ist alles selbsterklärend. Das Einzige, was mich ja so ein bisschen jetzt vor ein Hindernis stellen würde, ist, hier unten habe ich natürlich erstmal meine Fensterheber. Das ist soweit klar. Und dann habe ich hier eine Taste. Das Auto explodiert zum Glück nicht, wenn ich drauf drücke, aber was auch immer diese Taste macht, wer von euch es weiß, klärt mich bitte auf. Denn die Kindersicherung für die hinteren Scheiben, die wäre auf der anderen Seite. Natürlich aus technischer Sicht fällt es erstmal ins Auge, ja Moment, das ist ein Handschalter. Ja, 24V Handschalter, das heißt, das verspricht viel Spaß. Wenn ich zu viel Spaß habe, ja, dann geht mein Verbrauch nach oben. Das würde mir das Auto hier auch mit dem Bordcomputer sagen. Habe ich den Bordcomputer nicht, habe ich hier eine analoge Uhr, auf die muss ich jetzt in dem Moment verzichten und gesteuert wird der Bordcomputer von hier. Was ich wirklich schön am Senator finde oder auch von vielen anderen Autos aus der Zeit, ich habe einfach sehr viel mit Stoff ausgekleidet. Egal, ob es jetzt hier der Bereich vor meinen Knien hier vorne ist oder auch unter meinem Handschuhfach oder alles, was ich hier habe, ist halt nochmal mit Stoff verkleidet und ich habe da nicht einfach Plastik, was weitergeführt ist. Und das bringt halt diese Oberklassenwertigkeit mit ins Auto. Die Instrumente sind sehr simpel gehalten. Das heißt, ja, ich habe natürlich Drehzahl und Geschwindigkeit. Ich habe auch meinen Tankinhalt und meine Wassertemperatur. Ja, ziemlich simpel und übersichtlich eigentlich. Viele von den 3 Litern, ja vor allem auch alle CDs, weil bei denen war es Standard, haben hier so ein LCD-Display. Klingt sehr, sehr modern, war es auch damals. Das heißt, das Ganze habe ich mit solchen Balken angezeigt. Sieht wirklich hip aus und macht auch heute noch viel her. Man hat sogar eine Fehleranzeige, wo ein großes rotes F aufleuchten kann, wenn es mal nicht funktioniert. Und das ist natürlich einfach eine richtig klassische Ansicht. Und darunter meine ganzen Kontrollanzeigen. Ein Detail ist dabei auch ganz spannend. Ich habe bei den Kontrollanzeigen einen Pfeil links, einen Pfeil rechts, mal so als Fehlanzeige. Die werde ich niemals sehen können in keinem Auto, denn das Navigationssystem ist nicht rechtzeitig für den Senator fertig geworden. Aber die Kombi-Instrumente waren bereits darauf vorbereitet, mir mit Pfeilen nach links und nach rechts zu zeigen, wie ich denn zu fahren habe. Wirklich spannend für mich als Gebrauchtwagenfreund ist natürlich, dass das LCD-Display, wenn ich es ausbaue und ein neues Auto bauen will oder wenn ich zufälligerweise was am Tacho drehen wollte, ich kann es nicht manipulieren. Das heißt, es springt immer auf 999.099 Kilometer. Ja, und wer will schon einen Gebrauchtwagen mit so vielen Kilometern haben? Von daher natürlich ein tolles Feature und auch eins, was mich motivieren würde, ja, so ein Auto zu holen. Was mich zum Beispiel bei dem Auto hier motivieren würde, es zu holen, ist, ich habe auch manchmal Fußmatten, wo ein Opel-Logo drauf ist. Das heißt, ja, das Auto wurde geliebt und gepflegt und so ein bisschen Liebe brauchen die Autos auch. Man hat ja zum Beispiel hier diese, Materialien, ich kann sie gar nicht genau definieren, an der Tür, wie man bei vielen Opel-Modellen in den 90ern hat, zum Beispiel später auch beim Calibra, und die werfen halt gerne mal so Blasen, wenn sich irgendwann der Kleber löst. Auf solche Dinge muss man halt achten, aber ich finde es halt einfach schön, wir haben ja diese Chromleisten unter den Scheiben, man hat hier dieses Kunstleder, man hat die weichen Sitze und die Dinge, die ich wirklich anfasse, auch jetzt zum Beispiel hier Schaltknopf und Co., das ist alles von der Wertigkeit für ein Auto aus der damaligen Zeit schon echt gut. Ja, der ein oder andere, der dann damals zu BMW gegangen ist oder zu Mercedes, der erwartet hier und da noch ein bisschen mehr, aber das ist halt eben der Preispunkt und ich habe halt oben auch so einen schönen Blaukeil oder zum Beispiel auch mein Himmel, der ist vom Material her gut und in dem Moment auch noch ein Schiebedach. Das heißt, es gab die wirklich wichtigen Features, die ich haben wollte. Dann kommen wir vielleicht so zu den etwas traurigeren Geschichten. Warum hat sich so ein Senator gar nicht so gut verkauft? Nur weil man gar nicht weiß, ist er obere Mittelklasse oder Oberklasse? Und was ist denn eigentlich das Problem? Ich habe ja doch alles. Das hier sieht fast schon aus wie ein Airbag-Lenkrad. Ist aber keins. Und wir sehen für den Beifahrer auch kein Airbag. Und das Problem ist, es gibt für den Senator gar kein Airbag. Das heißt, es wurde nicht nur nicht angekreuzt, sondern es war einfach nicht zu bekommen. Bedeutet im Endeffekt, dass wenn ich jetzt als gestandener Oberklasse-Manager von meiner Firma befördert werde und du kannst dein Auto bekommen, dann wird meine Firma natürlich nicht sagen, okay, wir stellen dir diese Todesfalle hin, sondern sie werden das sicherste am Markt kaufen und die sichersten Autos zur damaligen Zeit hatten Airbags. Das heißt, für die Leute, die sich erarbeitet haben, Senator fahren zu dürfen keinen Senator fahren, weil er zu unsicher ist. Und Opel hat natürlich versucht, hier und da ein bisschen gegen diese schlechte Presse auch zu kämpfen. Was hat man gemacht? Man hat hier zwischen meiner Lenksäule und dem Kardantunnel ein 490 mm langes Stahlseil gespannt. Ja, warum? Dass wenn der Sechszylinder sich im Fall des Falles hier in den Innenraum rammt, einfach meine Lenksäule nicht zu weit weicht und noch Schlimmeres passieren kann, hat man das einfach versucht, alles kompakt beieinander zu halten. Das ist natürlich eine ziemlich hemdsärmliche Lösung für ein großes Sicherheitsproblem. Und ja, das ist tatsächlich das, was man mir so ein kleines bisschen vorhalten kann. Dafür sind meine Gurtehöhen verstellbar, damit die mich zumindest ordentlich in Position halten. Und ich habe Kopfstützen. Man muss es mal ein bisschen positiv sehen. Das eigentliche Highlight, das wirkliche Sahnestück, ja, das finden wir aber vorne unter der Haube. Und deswegen gehen wir jetzt mal gemeinsam nach vorne.
Kommen wir jetzt also zum Sahnestück. Das heißt, ganz klassisch ziehe ich an dem Hebel, habe ein ziemlich metallisches Klicken von vorne und dann darf ich hier mir einen Eiswürfel rausgreifen sozusagen und der Blick ist frei. Und das ist wirklich ein wunderschöner Motor, unabhängig von den Fahreigenschaften, unabhängig von der Zuverlässigkeit, einfach in Rote schon zu lesen, 3024V und das Ganze ja, sieht einfach schick aus. Ist für den einen oder anderen halt ein bisschen gefährlich geworden im Laufe der Zeit. Ja, der Reihen-6er ist dafür bekannt, sich im Crashfall in den Innenraum zu schieben. Aber das war es jetzt eigentlich auch schon mit den negativen Eigenschaften. Für die damalige Zeit hat man wirklich unglaublich viel Technik mit reingepackt und der Motor war eine komplette Neuentwicklung. Das sieht man zum Beispiel auch hier. Wir haben ein Dual-RAM-System und hier wird die Luft geführt. Warum macht man das? Was bedeutet das? Dual-RAM klingt erstmal ziemlich cool. Ja, ich habe hier 2 verschiedene Kanäle, die laufen, die jeweils 3 Zylinder anströmen. Das heißt, im unteren Drehzahlbereich, das ist bei dem Senator einfach mal alles unter 4000. Ja, habe ich im Endeffekt 2 Dreizylinder, die miteinander ja ihr Spielchen treiben und dann ab 4000, ja, dann geht's richtig los. Dann habe ich quasi einen Weg, klassischer 6-Zylinder. Warum mache ich das? Ja, Drehmomentverlauf ist die große Thematik, damit man halt auch im unteren Drehzahlband entsprechend ja, Drehmoment hat. Denn viele von den Vierventilern, die damals gekommen sind, zum Beispiel auch bei Mercedes, der 324V, haben halt einfach im unteren Drehzahlband so ein bisschen damit gekämpft, überhaupt Drehmoment zu kriegen. Das hat man damit gelöst. Und damit er obenrum dann nicht schwächelt, ja, schaltet das Ganze einfach um. Wie viel Leistung hat dann sowas? Ja, das sind 204 PS, 150 kW. Jetzt würde der eine oder andere sagen, ja gut, aber bei so viel Technik hätte ich jetzt mehr erwartet. Man muss halt auch bedenken, zur damaligen Zeit, was haben eigentlich die Versicherungsagenturen so von einem verlangt und ähnliches, was sind so die Landesauflagen? Und es gibt schrecklich viele Autos, die zufällig exakt 150 kW haben. Zum Beispiel auch ein Calibra Turbo 4x4 zufällig exakt 150 kW. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, vor allem wenn man sieht, dass die Drosselklappe so ein kleines bisschen Luft rausnimmt. Und man könnte sie tauschen und dann hat man den kompletten Luftdurchfluss und einen deutlich besseren Füllgrad. Von daher kann der Motor wahrscheinlich deutlich mehr. Er bringt auf jeden Fall, ja dann schon bei 3600 Umdrehungen seine 270 Newtonmeter, was ja auch kein verkehrter Wert ist. Und, wie wir schon gemerkt haben, uns fehlt viel Sicherheitsausstattung. Was bedeutet das? Das Auto ist verhältnismäßig leicht. Er ist ja entweder mit 1054 Kilo oder ja dann nach der deutschen Spezifikation mit den 75 Fahrerkilos mit 1525 Kilo Leergewicht angegeben. Selbst wenn wir jetzt sagen, es ist nur obere Mittelklasse und keine Oberklasse, 1,5 Tonnen ist tatsächlich schrecklich wenig. Und dann habe ich halt den spritzigen Motor und wie in dem Fall ein 5-Gang-Handschaltgetriebe. Damit komme ich gut vom Fleck. Angegeben ist er mit 240 km/h und 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Das heißt, Ende 80er, Anfang 90er hat man mit den Werten definitiv alles und jeden erschrecken können. Heutzutage erschreckt man allerdings damit, dass der Normverbrauch mit 9,2 Liter angegeben ist und man ihn halten kann. Das heißt, auf langen Strecken gibt es viele, die sagen, ja, ich fahre den mit 8,5 Liter, ich kann auch mal eine 7 vor dem Komma kriegen. Ja, da wird heutigen 6-Zylinder-Fahrern, ja, da wird es ein bisschen bleich um die Nase und sie sagen, wie? Einstellig? Deutlich? Bei so viel Auto und so viel Leistung? Von daher ein toller Motor, der auch von vielen, ja, zusammen mit dem 2 Liter 16V aus der damaligen Zeit so als bester Opel-Motor bekannt geworden ist. Einige andere sagen, ja, aber Zuverlässigkeit, da geht doch einiges kaputt. Die Autos sind halt ja Ende 90er, Anfang 2000er ziemlich verheizt worden. Die Autos waren günstig, hatten über 200 PS, laufen ihre 240, 250 auf der Autobahn. Wenn ich das natürlich dauerhaft mache, dann wird es hier hinten logischerweise ziemlich warm und ich werde meine Problemchen kriegen. Und ja, er hat eine Steuerkette und auch die sagt, wenn ich warm bin, ist alles gut. Wenn kalt und hohe Drehzahl, das wird alles nicht lange gut gehen. Er ist auf jeden Fall besser als sein Ruf in der Presse und vielleicht sogar so gut, wie ihn einige Opel-Liebhaber haben. Und es ist auf jeden Fall ein toller Motor. Wie toll, werden wir beim Fahren rausfinden. Der Senator hat allerdings noch viele, viele andere technische Highlights. Und nur um so mal 1, 2, 3 davon anzusprechen. Es gibt ein Dynamic Ride Control Fahrwerk. Das gab es ja direkt ab 1987. Das heißt, ich konnte meine Dämpferhärte im Innenraum auf 3 Stufen verstellen. Und bei allen Senator CD war das System mit an Bord. Heutzutage ist man vielleicht froh, es nicht zu haben, weil ich komme natürlich schwer an die Dämpfer ran. Damals, wer hatte sowas schon? Ja, der Porsche 959 hatte sowas, den sich niemand leisten konnte damals und auch jetzt nicht. Aber ansonsten fällt mir persönlich gerade kein Auto aus der Zeit ein, wo ich diese Dämpfer einstellen konnte. Wie funktioniert sowas eigentlich? Gibt es elektrischen Stellmotor in dem Dämpfer und der regelt dann den Öldurchfluss. Und je nachdem, wie viel Öl durchfließen kann, wird er halt unterschiedlich, ja, weich oder hart und das Ganze ist geregelt. Im Innenraum hätte ich, wie gesagt, diese LCD-Instrumente haben können und so weiter und so fort. Das heißt, man hat technisch viele reingepackt. Was wir halt nicht sehen, ist irgendeine Form von Crash-Sicherheit, Airbags, solche Sachen. Man hat halt ein Auto gebaut, was gut fährt.
Ja, und wie gut er denn jetzt fährt, das probieren wir jetzt mal zusammen auf der Straße aus. So, jetzt sind wir gemeinsam unterwegs im Senator und die ersten Meter entschleunigen schon unglaublich. Das heißt, wenn man ja den Motor einfach so im niedrigen Drehzahlbereich hält, hört man kaum etwas davon und kann einfach sich schon auf die anderen Dinge konzentrieren. Auch die Schaltung fällt dabei gar nicht auf. Natürlich, ein Opel aus der Zeit hat jetzt nicht die direkteste Schaltung und die kürzesten Wege. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch von dem Senator. Das ist auch gar nicht der Anspruch, dass wenn ich jetzt hier durch eine Kurve fahre, ich gar keine Seitenneigung habe oder ich nichts irgendwie, oder dass ich auf sportliche Gedanken komme, sondern der eigentliche Punkt ist, mich so ein bisschen ja, von der Außenwelt fernzuhalten, was natürlich jetzt für die heutigen Verhältnisse nicht perfekt gelingt. Also natürlich kriege ich von der Straße was mit, weil durch ein altes Fahrwerk natürlich höre ich auch ein bisschen mehr, aber vor allem auch wenn man die Sitze hat und das allgemeine Fahrgefühl, was aufkommt, ist mir Geschwindigkeit eigentlich völlig egal und genau das ist halt der große Punkt. So, und dann so die ersten langsamen Meter guckt man sich mal um. Die A-Säulen sind verhältnismäßig dünn und ich habe halt hinten bei den C-Säulen noch diese zusätzlichen Fenster und kann da gut raussehen. Und von daher ist die Übersicht für ein Auto aus der Größe völlig in Ordnung. Und auch die Breite, ich meine, wir haben ja 1,76 Meter. Das ist für die heutigen Verhältnisse ziemlich schmal und dann geht das ganz gut. Also wenn ich zum Beispiel einen aktuellen 5er hätte, wäre nicht nur ein paar Zentimeter länger, sondern wäre halt vor allem auch 10 Zentimeter breiter. Und das merkt man halt, auch wenn man in so einer kleinen, engeren Stadt unterwegs ist, kommt man da ganz gut hin. Natürlich verzichtet man auf das ein oder andere Helferlein, was es heute gibt, was der Senator als eins der ersten Autos überhaupt hatte. Man hatte mit den Kollegen von ZF zusammen eine Servotronic entwickelt. Das heißt, ja, die Lenkung hier in dem Auto ist geschwindigkeitsabhängig. Wenn wir jetzt in einem sehr niedrigen Geschwindigkeitsbereich sind, habe ich also niedrige Kräfte und kann mit einem Finger ja hier ganz leicht mich um die Ecken durchzirkeln. Und wenn ich dann aber eine deutlich höhere Geschwindigkeit aufbaue, dann werden auch entsprechend die Kräfte größer und ich kriege ein bisschen mehr Widerstand vermittelt. Und das ist halt was Ende der 80er wirklich neu war. Damals hat man das Ganze bei BMW eingeführt und man hat es im Senator eingeführt. Ja, in leicht unterschiedlichen Konfigurationen. Der eine findet das besser, der andere jenes. Aber auch sowas gerät hier in den Hintergrund. Ich finde es wirklich schön, dass ich einerseits hier den Schwung in meinem Armaturenbrett habe und dann einen zweiten Schwung hier darunter und dass sich das halt auch gut anfühlt. Und das ist eigentlich die Hauptsache bei dem Auto, wenn man so die ersten Meter unterwegs ist. Ja, die Musikanlagen sind natürlich jetzt nicht mehr auf dem höchsten Stand und auch dann, wenn man sich was anderes reinbaut, wird man halt hier nicht den extremen Sound rausbekommen für die heutigen Verhältnisse. Wenn man das mit damals vergleicht, wir haben hinten bei der Hutanlage zum Beispiel extra Boxen und ähnliches, das ist schon was gewesen und man hat halt da wirklich auf die Oberklasse abgezielt. Und das hat alles diesen kleinen Tick noch über dem Omega, beziehungsweise ein Senator hat halt das, was ein Omega an der höchsten Ausstattungsvariante irgendwo haben kann und halt noch diesen kleinen bisschen ja, extra Charme und diesen Charme spürt man halt auch heutzutage und es sind halt solche Dinge wie ein Bordcomputer, der mir jetzt meinen momentanen Verbrauch anzeigt und ähnliches, die halt den Charme irgendwie rüberbringen. So, und dann, wenn man hier mal so die ganzen einfachen Fakten im Innenraum ja für sich abgehakt hat, dann geht es natürlich tatsächlich auch um das eigentliche Fahren und dann denkt man sich, ja okay, hier ist 70, aber ich fahre tatsächlich auch schon 70 und ich merke es einfach nicht. Das heißt, dieses Geschwindigkeitsgefühl geht in dem Auto völlig unter und es ist tatsächlich halt ein Reisegleiter. Das Fahrwerk ist deutlich auf der weicheren Seite des Lebens unterwegs. Das heißt, ich habe immer ein leichtes Schaukeln, ein leichtes Wippen mit drin. Allerdings nicht unangenehm, sondern es ist halt einfach ein komfortabel gedachtes Auto. Das Fahrwerk sollte natürlich auch höchste Sicherheitsansprüche Genüge tun. DSA, Dynamic Safety hat man das Ganze damals genannt. Für die heutigen Verhältnisse ist es einfach nur weich, ohne dabei unnötig schwammig zu sein. Wer jetzt natürlich ein Sportgerät sucht und denkt sich, ja, der 24V, der drückt doch richtig gut. Ja, tut er. Allerdings, wenn du jetzt hier auf große Kurven gehst, das Auto ist verhältnismäßig leicht und kräftig, aber das Fahrwerk, ja, ist nicht dafür gedacht. Und natürlich gibt es viele, die sich jetzt ein Sportfahrwerk oder ähnliches reinbauen, aber der Senator mag das eigentlich nicht wirklich. Der Senator mag einfach das Reisen. Das erklärt vielleicht auch so ein kleines bisschen den Namen an der Stelle. Und der Sitzkomfort ist halt wirklich ausgezeichnet, die Übersicht ist gut. Und ja, ich kann natürlich auch einen mit Klima haben. Und bei der Klima gibt es eine Besonderheit, die war mit dem R12 Füllmittel versehen. Ja, das Füllmittel ist nicht mehr erlaubt, weil es sowas wie ein Ozonloch gefördert hat. Ja,
was kann man machen? Man kann das Kühlmittel tauschen, dann ist das Ganze wieder, oder das Kältemittel tauschen, dann ist wieder völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, dass die Dichte von diesen beiden Kältemitteln unterschiedlich ist. Und die Dichtungen hier sind auf R12 ausgelegt. Das bedeutet also, ich werde mein Kältemittel in kürzester Zeit wieder verlieren. Und wenn ich dann monatlich quasi Kältemittel nachfüllen muss, dann verliert meine Klimaanlage ganz schnell den Charme, den sie eigentlich hätte. Und das ist halt auch was, worauf man achten muss. Entweder jemand hat sich um das Thema Dichtung und Co. gekümmert, oder ich habe halt im Endeffekt keine Klima, obwohl ich eigentlich eine Klima hätte. Ja, und dann, wir kümmern uns jetzt mal so um die Sachen, die eigentlich wirklich interessieren. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mal hier sich so einen Beschleunigungsstreifen oder ähnlichen nähert und das Auto warm ist, kann man da mal so ein kleines bisschen Gas geben und dann merkt man, okay, man hat tatsächlich bei 4000 Umdrehungen nochmal so einen richtigen zweiten Schub, der kommt. Ja, und das Landstraßentempo von 100 ist wirklich in kürzester Zeit abgehakt. Unter 8 Sekunden war damals, als der Motor rausgekommen ist, schon der absolute Wahnsinn für diese Größenkategorie. Und auch heute fühlt man sich nicht untermotorisiert. Das ist halt der große Punkt. Wenn ich jetzt bei 2000 Umdrehungen bin, bei 90 und so ein bisschen Gas gebe, dann merke ich, es kommt sofort etwas. Natürlich, wenn ich viel Vortrieb will, muss ich runterschalten. Aber ich habe halt das Gefühl, der Motor ist immer da, ist halt ein klassischer großer Sauger an der Handschaltung. Das heißt, die Kraft geht nicht irgendwo im Wandler unter. Und wenn ich dann an meine 100 fahre, bin ich bei ein bisschen über 2000 Umdrehungen, habe halt immer Kraft, die Geräusche sind okay und ich kann das Ganze halt einfach genießen. Und die große Stärke von dem Motor ist halt eben, dass es jetzt nicht nur gut am Gas hängt, sondern dass ich jetzt schon den Größteil von meinem Drehmoment verfügbar habe, sich das Ganze noch kontinuierlich aufbaut und dann, wie eben angesprochen, habe ich halt bei 4000 sozusagen diesen zweiten Kick, der mit einsetzt. Und bei manchen Herstellern gibt es das so bei Honda mit VTEC und dieser Steuerung. Hier ist das Ganze halt über das Saugrohr geregelt und ich persönlich finde das sehr charmant, weil es bringt halt einfach noch was Zusätzliches in das Auto mit rein. Das heißt, man hat dieses komfortable Reisen und man hat halt diese Besonderheit vom Motor immer flink vorwärts zu kommen und man hat halt diese technisch beeinträchtigenden Punkte. Und wie ihr hört, ich schwärme förmlich für den Senator und bin damit gerne unterwegs. Das wird wahrscheinlich nicht allen von euch so gehen und der ein oder andere, der ist wahrscheinlich nicht Senator geeignet, um es mal so zu formulieren. Ja, und was der Senator so leistet oder auch nicht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen im Fazit an. Kommen wir zum Fazit von dem Senator B, den wir uns heute angeschaut haben. So wie er hier steht, könnte man fast sagen, er ist ein richtiger Sleeper. Denn hier hinten steht nichts von Senator, erst recht nichts von 3.0. Hier hinten ist nicht mal ein Opel-Zeichen zu finden. Und nur der Kenner weiß, oh, eckige Endrohre, da ist jemand ein bisschen zügiger unterwegs. Ja, und das hat auch dazu geführt, dass viele von den schönen Autos, ich sag mal, verheizt worden sind irgendwo in den 90ern, Anfang 2000er. Das waren günstige Autos, die halt ziemlich fix unterwegs sind und dabei auch ziemlich komfortabel. Ich habe ein großes Herz für den Senator, weil er ist halt in Anführungszeichen der Omega mit dem gewissen Etwas. Er ist so diesen Tick drüber, der ihn noch nicht zu dekadent abgehoben macht, aber halt einfach nette Details hat. Und wenn es halt einfach nur ist, dass diese Leisten hier ein bisschen breiter sind oder diese breiten Stoßleisten und natürlich ganz vorne den Wabengrill, den wir haben und halt auch, dass meine Blinker wie beim Audi V8 nach unten gerückt sind. Das Auto hat seine besonderen Ecken, so besonders, dass man zum Beispiel auch bei Holden, zum Teil sogar auch kurze Zeit als Toyota, man im Endeffekt einen Senator auf ausländischen Märkten kaufen konnte, mit den verschiedensten Motoren. Und alle, die jetzt sagen, ja Alex, ist ganz nett, dass du uns einen 3 Liter 24V gezeigt hast. Aber das reicht mir nicht. Ja, es gab auch einen 4 Liter, der war dann mit 272 PS angegeben. Auch spannend an der Stelle, man hat 68 PS Literleistung hier und kommt ein Liter dazu. Ja, dann kommen einfach auch 68 PS dazu. Das kann man einfach mal so durchrechnen. Das heißt, eigentlich ist für jeden was dabei, außer für diejenigen, die sagen, ja, ich will einen kleinen, sparsamen Vierzylinder. Nein, es ist ein Senator und man hat nicht den gleichen Fehler wie beim Senator A gemacht und die kleinen Motoren reingebaut, sondern ich habe halt hier immer die standesgemäßen 6-Zylinder. Ich habe also viel Auto, was ich bekomme. Und wenn wir beim Car Rangers groß sind, ist ja immer die Frage, wie viel Geld gebe ich denn aus, um viel Auto zu bekommen? Wenn man jetzt nach Opel Senator auf den großen Autoplattformen sucht, dann wird man sehen, man hat ein bisschen über 30 Fahrzeuge, die zur Wahl stehen für Senator A und B. Und wenn man dann sowas haben will, nämlich ein B mit dem 24V, wird man sehen, ja, so bei 1000, 2000 Euro, da gibt es ja tatsächlich Autos, die vom Rost sehr gekennzeichnet sind und tatsächlich fürs Ausschlachten und ähnliches taugen. Es gibt auch manche, die sagen, ja, ich hätte gern 15.000 Euro für meinen Senator.
es tut mir leid, du wirst dieses Geld wahrscheinlich niemals für deinen Senator bekommen. So zwischen 5.000 und 7.000 Euro, da ist so die Realität unterwegs. Da sind einige Autos, die was taugen, aus denen man auch ja irgendwie was machen kann. Und dann hat man so ein schönes Auto bei sich stehen. Das heißt, man gibt irgendwie 5.000, 6.000 Euro aus. Finde ich einen angemessenen Preis für so viel Auto, was man hat, macht also ja 7 Punkte in der Anschaffung. Und diese 7 Punkte, die bekommt er auch beim Unterhalt. Einen Sechszylinder, den ich mit unter 10 Litern fahren kann, und ich habe halt diese rein Sechszylinder Laufkultur. Sowas kriege ich heute kaum noch. Das heißt, wie ist es mit Teilepreisen? Was kommt da dazu? Ich habe halt auch viel Omega-Technik. Das macht das Ganze schon wieder ein bisschen möglich. Ich habe halt nur das Problem, dass 1, 2 spezielle Teile. Da brauche ich auch jemanden, der mit speziellen Teilen handelt, und der Freund wird spezielle Preise aufrufen. Also nur an der Stelle bekommt er einen leichten Abschlag. Steuern, Versicherung, wir sind hier ja in den Youngtimer-Sphären unterwegs. Das ist alles völlig in Ordnung. Beim Platzangebot kriegt ihr dann sogar 8 Punkte. Ich habe deutlich über 500 Liter Kofferraumvolumen. Ich habe unglaublich viel Platz auf der Rückbank. Ich sitze vorne, ja, fürstlich war tatsächlich das Wort, was auch von Opel damals verwendet wurde. Von daher kann ich mich da nicht beklagen. Und Ähnliches gilt für den Komfort. Da bekommt er 7 Punkte. Ich sitze bequem, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Warum nur 7? Ja, heutige Autos sind einfach noch diesen Tick besser gedämmt und leiser, was zum Teil an der Aerodynamik liegt, zum Teil an irgendwelchen Schaum- und Dämmstoffen, die hier und da verwendet werden. Also man hört einfach noch, dass man Auto fährt. Von daher ist 7 Punkte ja auch eigentlich gut, in Ordnung. Ja, und dann ist da noch das Thema Wiederverkauf. Ja, und beim Wiederverkauf bekommt er von mir jetzt nur 5 Punkte, denn eigentlich... Wer will denn einen haben, ist immer so die Frage, die man sich stellen muss. Denn es ist ein tolles Auto, ohne Zweifel. Und er hat uns auch jetzt heute überzeugt. Aber wer kommt halt auf die Idee, einen Senator zu suchen? Deswegen nur 5, macht also 34 Punkte für meinen Kopf. Und ja, das werden sich auch einige Anfang der 90er gedacht haben. Ja, der Senator ist ein vernünftiges Auto, denn Sicherheit ist mir egal. Damals wie auch heute im Car Ranger Score. Ja, und für mich wichtig ist ja immer das Thema Herz. Und ich bin ja aus genau diesem Grund hier, genauso aus diesem Grund werde ich mir auch mal einen Audi V8 anschauen, dass man halt diese getrennte Optik hier hat. Ja, und dieses Geschäftsflair von Anfang der 90er. Ich gebe ihm tatsächlich ganze 8 Punkte für das Design, weil ich ihn hübsch finde, auch wenn mir der ein oder andere da deutlich widersprechen wird. Ja, dann kommen wir zum Thema Fahren. Fahrspaß? Hat man Fahrspaß in dem Auto? Aus meiner Sicht gibt es ganze 7 Punkte dafür, weil ich habe ein Auto, was damals sehr fix war, mit dem ich heute immer noch schnell unterwegs bin. Ist mir aber völlig egal ist, ob ich schnell oder langsam unterwegs bin. Ich kann es einfach nur genießen, dass auch eigentlich um mich herum niemand weiß, mit was für einem Auto ich fahre. Und das ist tatsächlich was mir persönlich große Freude macht. Bei der Ausstattung gibt es dann ganze 5 Punkte, was unglaublich viel für so ein altes Auto ist. Denn ja, dieses moderne Zeug, das Navi ist doch gar nicht fertig geworden. Ich habe auch keine Einparkhilfe. Aber allein für die Tatsache, dass ich mit Ride Control ein Fahrwerk habe, was ich einstellen konnte während der Fahrt, dass ich die Servotronic bekommen habe, eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, alles solche Features, ja, dafür muss man ihm ein bisschen Ehre gebühren lassen. So, und dann kommen wir zum Klang. Und beim Klang bekommt er ganze 8 Punkte. Ich habe halt das schöne Sechszylinder-typische Gefühl bei der Laufkultur, vor allem, dass ich untenrum sehr wenig höre. Ja, und dann, wenn er nicht mehr als 2 Dreizylinder, sondern als Sechszylinder funktioniert, dann höre ich ihn deutlich und vor allem halt auch mit ein bisschen Charakter, ohne das, was künstlich generiert ist. Und auch das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Zu guter Letzt das Image. Und das ist ja immer so die Frage, wie gut wird einem denn etwas angerechnet? Nicht. Das heißt, in dem Fall gibt es 6 Punkte für das Image. Und das sage ich jetzt nicht, weil er ein schlechtes Image hat und die Leute sagen, was ist das denn? Sondern die Leute sagen, was ist das denn? Weil sie es halt einfach nicht wissen. Und dann wird man vielleicht mal an der Tankstelle positiv angesprochen. Vielleicht aber auch nur, weil so viel in den Tank reingepasst hat. Also von daher, ich bin halt kaum wahrnehmbar und man muss es einfach selber mögen. Der Senator ist ein Auto, das man nicht für andere, sondern für sich selbst kauft. Man muss also ein echter Senator sein. Und als echter Senator hat man dann auch immer seine Senator-Card dabei und wird wahrscheinlich heutzutage in jedem Hotel dafür ausgelacht, weil sie alle sagen, was ist das denn? Senator-Card ausgestellt 1989? Naja, gut, lassen wir das an der Stelle für diese Woche mal sein. Ich hätte jetzt gerne mal eure Meinung zum Senator. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.